Ja, so, wir sind live mit unserer heutigen Lektion über Gottes Ökonomie und heute behandeln wir Ablenkungen von dem Geist. Was von dem Geist uns ablenkt. So, ich glaube, das letzte Mal, wir hatten eine gute Zeit, darüber zu reden, wie wir gesehen haben, dass unser Geist ist wie ein Schlüssel in Gottes Ökonomie, das entschlüsselt alles, was Gott für uns hat. Gott will uns so viel geben, er will uns so viel darreichen, aber was wichtig ist, dass wir wissen, wie wir diese Schlüssel umsetzen können. Weil ohne diese Schlüssel geht es denn gar nichts, weil das ist genau wie so ein Vorratskammer und es kann so ganz gleich wie groß diese Vorratskammer ist, wie viel Reichtum darin es gibt, ohne einen Schlüssel, dann ist tatsächlich nicht so wichtig, was da drin ist, weil man keinen Zugang dazu hat, keinen Zugriff. Aber wenn wir einen Schlüssel haben, so ein Schlüssel, aber das ist so ein physischer Schlüssel, aber unser Schlüssel ist dieses Teil, dieser Organ von unser Seins. Und dieses Organ ist der menschliche Geist. Der menschliche Geist ist, was uns Zugriff gibt in die Vorratskammer Gottes. Alles, was in Gottes Sein ist, steht zur Verfügung, wenn wir wissen, wie wir so einen Schlüssel benutzen können. Dieser Schlüssel für uns ist so wichtig. Und so, was wir gesehen haben durch die verschiedenen Lektionen, ist, dass unser Geist ist der innerste Teil unseres Seins. Und dieser Teil ist tiefer als unser Verstand, tiefer als unser Willen, tiefer als unsere Gefühle. Und mit diesem Teil können wir unmittelbar in Kontakt mit Gott kommen. Und so, deswegen wir können sagen, dass die Entdeckung des menschlichen Geistes ist so wichtig, hat die größte Entdeckung, die ein Sucher Gottes finden kann. So, aber deswegen Satan ist auch dran, diese Schlüssel zu enthüllen. Und jahrelang haben die Christen das wirklich total außer Augen gehabt. Sie haben das total außer Augen verlieren und vernachlässigt, weil das ist ein bisschen, man muss ein bisschen graben, damit man das in die Bibel gesehen hat, wie wir in die vorherige Woche gesehen haben. So jetzt wir wollen sehen, wie Satan will uns ablenken von unserem Geist. Ein Mann denkt, okay, vielleicht er will etwas Schlechtes anbieten. Er will uns versuchen, in ein Kino zu gehen, oder ich weiß nicht, sündige Dinge zu begehen. Aber man könnte sagen, Satan hat so Schichten in seinem Weltsystem, uns abzulenken, damit Gott seinen Vorsatz nicht ausführen kann. Satan will Gott vereiteln, Gott verhindern, damit Gott nicht erfüllen, was er will machen. So, das Satan ist immer dran, er schläft niemals, er ist so aktiv, uns fernzuhalten von der Erfahrung unseres Geistes, weil er weiß, wenn wir empfangen, was Gott uns geben will, dann seine Satenzeit wird bald sein. Und er weiß, wenn er uns ablenken kann, dann er kriegt Zeit für sich. Und so deswegen müssen wir sehr auch auf der Hut sein, damit wir nicht abgelenkt werden. So, ja, die Sündige sind, das stimmt, dass wir sollten diese Dinge vermeiden, wir sollten so auf der Hut sein, dass wir nicht in diese Dinge raten, sündige Dinge auf jeden Fall, so das meine ich nicht. Aber ich meine halt, der Satan hat etwas tiefer, für die suchen, die einen Schritt weiterkommen. Satan hat mehrere Ablenkungen. Und so wir werden 3 Hauptablenkungen heute handeln, die vielleicht am Anfang man würde denken, hey, was meinst du, wie kann das eine Ablenkung von Satan sein? So, lass uns sehen, genau was ich meine. So, vor allem Gutes. Man denkt, hey, Gutes, ein Ablenkung von Satan, was ist das für Skizzerei? Aber guck mal, lass uns diese Verse gucken. 1. Mose 2,9 Und Jehova Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. So dort sehen wir,
Es gibt, also normalerweise wir betonen den Baum des Lebens in diesem Vers. Ey, Halleluja, es gibt einen Baum des Lebens. Und das ist so Gottes Ökonomie. Aber dann andere Seite ist es so wichtig zu sehen, dass es gibt noch einen Baum. Aber was ist mit diesem Baum? Dieser Baum ist richtig kompliziert. Baum des Lebens ist ganz einfach. Aber Baum der Erkenntnis des Bösen, also des Guten und Bösen. So Guten und Bösen, die beide sind alle hier zu... Genau, das ist schwierig, das muss ich lernen. Da, ja, Guten und Bösen. So, das sehen wir genau, dass die beiden sind auf demselben Baum. Und so Satan versteckt sich hinter diesem Baum. So, Baum des Lebens, Gott ist da hinten. Ein Baum Baum der Erkenntnis, Satan ist, so, er versteckt sich da hinten. Er ist verborgen in diesem Baum und er will Tod hervorbringen, geistlicher Tod, damit wir nicht in dem göttlichen Leben wachsen können. So dieses Erkenntnis des Guten und Bösen, man sieht, dass Satan tatsächlich, er hat keine Angst dafür, dass wir Gutes tun. Wenn wir Gutes tun, das verhindert tatsächlich, dass Reich Satan kann auch mit Gutes zu tun haben, genau wie im 1. Buch Mose 2. Und so dann ein Vers, so am Ende 1. Buch Mose 2, hier ist ein interessanter Vers, und vielleicht denkt man, hey, was ist das da? Und es sagt, sie waren beide nackt, und der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich nicht. Okay, man denkt, okay, was hat das damit zu tun? Aber so, man denkt, sie waren nackt. Sie hatten kein Bewusstsein, dass das gut oder böse war. Weil in diesem Anfangspunkt Adam, obwohl er eine richtig geistige Leistung hatte, er war so schlau, er hat alle die Leistung seines Gehirns, ist vielleicht so viel schlauer als uns heute, aber was er nicht machen könnte, ist, er konnte sich nicht alleine entscheiden, was gut war und was böse war. Er musste immer zum Gott gehen und fragen, Gott, was ist damit? Sollte ich das machen? Ist das für mich gut? Lohnt es sich, das zu machen, oder sollte ich das vermeiden? Er wusste nicht selbst. Er hatte keine Auffassung, oh, das ist gut, das ist böse. Deswegen, wenn Satan reingeschlichen war, Satan sagte, hey, guck mal, Gott will das von dir enthüllen. Gott will das nicht erlauben, dass du weißt, was gut ist und was böse ist. Nur Gott weiß das. Und er will das, darin sieht man so hinterlich Satan. Satan will sagen, ey, du musst für sich selbst entscheiden, was gut und was böse ist. Du brauchst es nicht, Gott zu kontaktieren. Du brauchst nicht ins Gespräch mit Gott zu kommen. Du kannst alleine entscheiden, was gut und was böse ist. Und tatsächlich darin besteht die Möglichkeit, in die Tod hineinzukommen. So das ist dann diese Hinterlist von Satan. So dann noch ein interessanter Vers dann hier in Markus 10, ich habe das Mark genannt, Markus auf Deutsch, oder? Okay, sorry. So Markus auf Deutsch, Markus 10, 17 bis 18. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, auf dass ich ewiges Leben ererben? Jesus aber sprach zu ihm, was heißt du mich gut? Niemand ist gut, außer nur einer Gott. So das für mich ist auch sehr beeindruckend, weil wir sehen, Jesus, er würde niemals abgelenkt werden von Gutes. Er meinte, nur Gott ist gut. Der wahre Gut ist Gott alleine. So, wir sehen, Jesus ist zurück zu diesem Punkt, wie Adam war, bevor er gefallen ist. Jesus sagt, nee, ich habe kein Gut außerhalb von Gott. Ich will nicht von Gut abgelenkt werden, weil ich will nicht von Gott abgelenkt werden. So deswegen, wir sehen, dass Jesus war auch so stark. Er hat so eine Mauer. Nee, ich komme nicht in den Baum des Gutes und der Erkenntnis des Guten und Bösen rein. So Jesus hat selbst sehr stark dafür entschieden, niemals in Gutes als eine Ablenkung reinzukommen. Und ich finde das total beeindruckend. So ein zweiter, dann, ich habe übersprungen.
So, okay. So eine zweite Sache ist dann die Lehre. So man denkt, okay, aber Lehre ist gut, wir brauchen die Lehre. Deswegen sind wir alle hier in einem Bibelstudium, um Lehre zu bekommen. Aber tatsächlich, wir müssen unterscheiden zwischen so Bibelwissen, Kopfwissen, nur etwas zu verstehen, also im Gegensatz zu etwas zu erfahren. Und wir hoffen, dass sogar in dieser Sitzung, in dieser Bibelkrise, werden wir mitbekommen, etwas, die uns wirklich hilft, in Kontakt mit Gott zu kommen. Unser Hauptziel ist nicht, dass wir so nur Wissen übermitteln, aber dass wir einige Schlüssel geben, damit wir diese Schlüssel umsetzen können, damit wir in Kontakt mit Gott kommen. So dann hier gibt es einige Verse ein bisschen auf diese negative Seite, die uns zeigen, was passieren kann, wenn wir uns beschäftigen mit Wissen. Dann wir sehen, dass das verursacht es kann Streiterei verursachen, es verursachen, dass wir raten in unser Verstand und wir denken, dass wir haben einen bestimmten Punkt erreicht, aber tatsächlich sind wir in unserem Geist sehr, sehr arm. Wir so verhungern, weil wir essen nichts. Es kann sein wie eine, ich weiß nicht, wie man das genau auf Deutsch sagt, aber wie ein Parasite. Manchmal bekommt man so einen Wurm oder so im Magen und man isst viel, weil man so hungrig fühlt. Aber dieser Wurm, es frisst alles, alle diese Nahrungsmittel, was man isst, und dann es wächst und wächst und wächst, aber tatsächlich der Person selbst verhungert. So, das kann auch so sein, dass wir nehmen das Wort Gottes rein, aber nur mit unserem Verstand, und wir sammeln viel Wissen, aber tatsächlich wir wachsen nicht, wie wir hier sehen werden, wir werden aufgeblasen. Okay, so dann gucken wir die Versen an. So Kolosserbrief 2,18. Lasst niemand euch den Kampfpreis bringen, um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat. Eitlerweise aufgeblasen von dem Sinne seines Fleisches. So es gibt immer diese Probleme, wenn wir Wissen, Lehre sammeln, ohne Gott zu erfahren, dass es wird zu hier, das ist tatsächlich sehr stark, aufgeblasen von dem Sinne seines Fleisches. Das finde ich eine starke Sinne, es kann der Sinne meines Fleisches sein. Wenn ich habe nur Kopfwissen, dann dieses Kopfwissen tatsächlich bringt uns in das Fleisch hinein. Wir werden fleischlich durch die Dinge, die wir gesammelt haben, wenn sie sind nur bloße Lehre, die helfen uns nicht in Kontakt mit Gott zu kommen. So dann weiter dann in 1. Korinther 8,1, vielleicht diese Vers ist ein bisschen mehr bekannt, aber es ist, was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, den wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. So, ich glaube, dieser Begriff, der Erkenntnis bläht auf und die Liebe aber baut auf, erbaut. Und das ist genau, was wir erfahren wollen. Wir wollen Aufbau erfahren. Wenn wir Erkenntnis sammeln, die keine Erbauung, kein Aufbau hervorbringt, dann wir müssen uns fragen, hilft es dann, diese Wissen, die wir gesammelt haben, ist das Wissen, das dir wirklich aufbaut. Und das ist genau so, tatsächlich, wir bekommen geistliche Erfahrungen, Erkenntnis. So, Paulus hat sogar gebetet, dass wir zur völligen Erkenntnis Gottes kommen. Aber diese Erkenntnis, wofür Paulus gebetet hat, ist tatsächlich hat viel mit unserer Erfahrung zu tun. Aber es kann sein, dass wenn wir nur wissen, dann wir werden so aufgeblasen, aufgebläht, so, und dann, okay, dann nochmal so ein bisschen weiter, dann einige, die sich beschäftigen mit Lehre auf eine so falsche Weise, vielleicht ist es schlechte Lehre, aber immer noch Lehre. So 1. Timotheus 6,4, so ist er aufgeblasen und weiß nicht, sondern ist krank am Streitfragen und Wortgezänken, aus welchen entsteht Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen. So dann, dort sieht man auch, dass ich glaube, dass wir hatten vielleicht viele von uns die Erfahrung, wenn wir beschäftigen uns mit Wissen, mit so bloßer Lehre, dann
oft vorkommt, dass wir jemandem begegnen und dann mit wem wir nicht vollkommen einverstanden sind. Wir haben Unterschiede in unserer Lehre und wir können gar nichts miteinander Gemeinschaft haben. Unsere Gemeinschaft ist total beeinträchtigt durch unsere Unterschiede in Lehre. Diese Unterschiede dann, es bringt uns aus der Einheit. Wir kommen vollkommen aus der Einheit. Wir genießen diese wunderbare Wirklichkeit nicht, weil wir halten fest an unserer Lehre. Und das ist tatsächlich die ganze Kirchengeschichte, wie so viele Denominationen entstanden sind, ist, weil einige haben so stark an die Lehre festgehalten und dadurch entsteht Spaltung nach den anderen. Sie sagen, ich kann nicht mit den anderen umgehen, weil wir glauben nicht genau das Gleiche in Bezug auf die Taufe. In Bezug auf die Taufe oder in Bezug auf die Entzückung. Diese Dinge in die Kirchengeschichte haben richtig viel Spaltung verursacht und sie sind eine richtige Ablenkung von Satan, wenn wir diese Dinge nicht auf eine erfahrbare Weise nehmen, dass wenn wir die Lehre der Bibel nicht auf eine gebetsvolle Weise umgehen, dann es kann sein, dass wir werden wirklich abgelenkt von Gottes Economy und von dieser wunderbaren Schlüssel von unserem Geist. So, dann letztens, das ist auch so ein heikles Thema, die Gaben. So, vielleicht ist hier ein bisschen schwieriger zu lesen, aber ich habe 2 Abschnitte. Einmal in Römerbrief 12, einmal in 1. Korinther 12. Und was mir sehr interessant ist, diese 2 Listen sind wie die Gaben, die Paulus gelistet hat in Bezug auf, wie man das Gemeindeleben aufbaut. Paulus, man denkt, dass Römerbrief erst geschrieben würde. Aber tatsächlich in Zeit, obwohl Römerbrief erst in die Bibel vorkommt, erst zeitlich gesehen ist der 1. Korinther. 1. Korinther würde vor Römerbrief geschrieben werden. Und so, das ist mir interessant. Was interessant ist, so er hat 1. Korinther geschrieben und dann man sieht, dass er hat die Zungenreden zum Beispiel gehandelt. Weissagen, so ein bisschen so übernatürliche Gaben, die manchmal in die Gemeinde vorkommen. Und Paulus hat sie sehr sorgfältig, vorsichtig behandelt, weil die Korinther, sie haben sich sehr damit beschäftigt. Sie wollten in Zunge reden, sie waren sogar zähllos auf dem Geiste. So dann hier bei dieser Auflistung, so es sind aber verschiedenen von Gaben, aber derselben Geist. Und es verschiedenen von Diensten und derselben Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Werken, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Den einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geiste, einem anderen aber Glauben in demselben Geiste, also ich lese schnell, andere aber Gnadengaben der Heilung in denselben Geiste, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Prophezeiung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem aber der Arten von Sprachen oder eine andere Übersetzung Zunge, verschiedene Zunge, einem anderen aber Austeilung der Sprachen. So, alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist. So dann sieht man verschiedene Arten von Gaben. Ich glaube, diese Abschnitt ist sehr bekannt für die Gaben des Geistes betonen. Dann sieht man, Paulus meinte das nicht, dass diese Dinge nicht richtig sind oder dass sie irgendwas nicht existieren. Er hat keinen Zweifel daran, dass sie richtig waren. So deswegen, sie sind im Wort. Man weiß schon, ja, sie sind da. Aber wenn man dann Römerbrief liest, man denkt, okay, tatsächlich Römerbrief, es könnte sein, dass Paulus war in Korinth, als er Römerbrief geschrieben hat. Es ist nicht 100% sicher, ich bin mir nicht so 100% sicher, aber ich habe einmal gehört, dass es gibt eine gute Möglichkeit, es besteht so eine Möglichkeit, dass tatsächlich Paulus war in Korinth und als er diese Situation beobachtet hat, er dachte, hey, okay, diese Dinge, sie sind so wahr, aber wenn ich einen Brief schreiben will,
die so einen Überblick gibt, wie man die Gemeinde aufbauen kann, wie die Gemeinde aussehen sollte. Er hat diese Dinge überhaupt nicht erwähnt. So, man sieht eine ganz andere Liste. Man könnte sagen, eine ähnliche Stelle im Buch. Tatsächlich sind beide Kapitel 12, aber das meine ich nicht als hart interessant. Aber dann sehen wir dann, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehene Gnade, es sei Weissagen, so lasst uns Weissagen, nach dem Maß des Glaubens. So dort sehen wir dann, Weissagen hier ist nicht nur Weissagen, aber Weissagen in Bezug auf unser Glauben. Es ist eine Art Sprechen für Gott, das ist Sprechen durch Glauben. Und so es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der da lehrt, in der Lehre. Okay, es gibt hier Lehre, interessant. So man sollte lehren, es sollte Lehre in der Gemeinde geben, aber wie wird mit Lehre sein? Von unserer letzten Ablenkung. Aber dann hier ist, aber Lehre, dann ist halt eine Gabe, die man kann, wenn man wirklich die Erfahrung hat, wenn man die Lehre auf eine lebendige Weise sammelt, kann man das übermitteln auf eine Weise, der erbaut, der Leben gibt. Aber wir sehen hier, dass die Gaben im Römerbrief, sie sind alle, was man entwickelt durch die Erfahrung des Lebens. Sie sind nicht die übernatürlichen Gaben. Diese übernatürlichen Gaben, sie sind die damit beschäftigen, sie kann so alle ihre Aufmerksamkeit dazu schicken und dann sie vergessen, wie wir in Kontakt mit Gott kommen. Ich glaube, dass viele, die sich mit der Gaben beschäftigen, sie konzentrieren sich so sehr darauf, dass sie warten auf die Gaben oder sie will die Gaben haben und sie vermissen die Möglichkeit, was Gott heute geben will. Gott will ständig den Geist geben, Gott will ständig das Wort geben, aber wir vermissen die Möglichkeit zu genießen, wenn wir warten auf eine bestimmte Gabe, weil wir denken, oh, ich habe jemanden gesehen, der hat so und so ein Gaben und ich will das auch erfahren. Aber wir vermissen dann die Möglichkeit, unser Geist diese Schlüssel zu benutzen, unser geistliches Auto anzuspringen, wegzufahren in der göttlichen Ökonomie. Wir verlieren dann unsere Möglichkeit zu genießen, was Gott für uns vorbereitet hat, indem wir warten darauf, dass Gott uns bestimmte Wundertaten gibt, dass er Wunderwirkungen gibt. Wenn Gott uns eine Wunderwirkung geben will, das ist in Ordnung. Wir sagen nicht, dass Gott das nicht geben kann. Er kann und wir sollten auch offen sein, wenn er das geben will. Aber darauf zu warten, dass uns diese Geben gibt, denn wir verlieren halt diese Möglichkeit. Sondern in Vers 11 in Römerbrief, das finde ich total gut. Ich finde alle gut. Ich meine nichts, dass Gaben schlecht sind, aber ich meine, dass sie ein Ablenken werden können. So, aber dann guck mal in Vers 11. Im Fleiße nicht säumig, in brüstig, in Geist, dem Herrn dienen. So, in dieses Geist hier, ich glaube, das ist auch wie Paulus am Anfang Römerbrief, Paulus sagt, ich diene in meinem Geist. Das ist Römer 1,9. So, aber hier er sagt, diene im brüstig im Geist. So, hier sehen wir auch, wenn Paul sagt, dass wir dienen sollen, er betont in Römerbrief, das ist nach Korintherbrief, dass wir unser Geist benutzen, verbrennen in Geist, noch ein Übersetzung benutzt das Wort verbrennen. Wir wollen verbrennen in Geist dienen und nicht nur uns darauf konzentrieren, dass Gott uns diese Wundergaben gibt. Deswegen Paulus hat seinen Dienst vielleicht einen Schritt weiter entwickelt, indem er betont, dass wir das Leben bekommen sollen. Diese Gaben werden sich entwickeln, indem wir im Leben wachsen. So dadurch, wenn wir auf der Hut bleiben, wir können ständig in der Erfahrung bleiben, wenn wir die Schlüssel umsetzen, ständig benutzen, Gott ständig genießen, ohne abgelenkt zu werden. So lob den Herrn für diese wunderbaren Schlüssel. Mögen wir diese Schlüssel morgen, heute und immer weiter benutzen. Amen.